Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch einen super einfachen und leckeren Orangenkuchen. Genau genommen handelt es sich um ein Rezept für einen sehr vielseitigen Rührteig, den ihr zum Beispiel auch mit Zitronenaroma, Äpfeln, Kirschen und Pflaumen zubereiten könnt. Bevor es losgeht, lege ich meine Springform mit Backpapier aus und heize den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Für den Rührteig mische ich zunächst die trockenen Zutaten wie Mehl, Speisestärke und Backpulver mit einem Schneebesen gründlich durch und stelle die Mischung kurz zur Seite. Als nächstes verrühre ich die Butter mit Zucker, Vanillinzucker, einer Prise Salz und dem Abrieb einer Orange, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Da kommen jetzt nach und nach 4 zimmerwarme Eier und 5 Esslöffel Orangensaft hinein. Nachdem die Zutaten schön schaumig gerührt sind, gebe ich die vorbereitete Mehlmischung hinzu und rühre den Teig möglichst kurz, bis kein Mehl mehr zu sehen ist. Damit der Kuchen jetzt schön aufgeht, sollte der Teig nach der Zubereitung zügig gebacken werden. Deshalb hatte ich ja auch schon die Backform bereitgestellt. Da gebe ich jetzt den Teig hinein und dann wird der Kuchen bei 180 Grad etwa 25 Minuten lang gebacken. Und da jeder Backofen etwas anders heizt, empfehle ich euch unbedingt eine Stäbchenprobe zu machen. Den fertigen Orangenkuchen lasse ich nun in der Backform abkühlen, bestreue ihn anschließend mit Puderzucker und belege den Rand mit halbierten Orangenscheiben. Wer möchte, kann den Kuchen auch mit Orangensaft tränken und dick mit Zuckerguss überziehen. Da könnt ihr eurer Fantasie wirklich ganz freien Lauf lassen. Dieser Rührteig ist wirklich sehr vielseitig einsetzbar. Am besten speichert ihr euch das Rezept, denn das könnt ihr demnächst auch noch für einen leckeren Kirsch-, Pflaumen- oder Apfelkuchen gebrauchen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!